So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. In der letzten Folge haben wir erfolgreich den Fall gelöst. Affäre von Abbey Grange, und es geht direkt weiter. Das Drama von Kew Gardens. Alles klar, das hört sich interessant an und es gibt damit einen 5. Fall, den wir hier, lösen müssen. Ich bin gespannt, worum es hier geht. Drama, okay. Der Tipp vor allem, dass der Fall Affäre hieß, hat mich auch nochmal bestärkt, dass es auf jeden Fall der Kapitän ist, und mein Hund springt gerade wieder an die Fensterbank hoch, weil er die Straße beobachten möchte. Es ist sehr nervig, bevor er gleich runterspringt. Mach ich aber mal einen Cut. So, also dann drücken wir mal auf Fortfahren und gucken uns diesen neuen Fall mal an. Ja. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Super. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Kew Gardens. Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat die königlichen botanischen Gärten von Kew in Aufruhr versetzt. Holmes' Ermittlungen decken jedoch ein weitaus düsteres Geheimnis auf. Oh, ist klar, man muss schon ein bisschen spoilern lassen anscheinend. Oh, guck mal, und hier waren wir... hier waren wir auch neutral. Alles klar. So, und hier haben wir jetzt eine Silbergabel. Souvenirs, wir nehmen immer überall irgendwas mit. Alles klar. Dann reisen wir jetzt mal nach Kew Gardens. Ach, wir hätten noch einmal die Briefe jetzt gucken können und die Zeitungsartikel und so über den letzten Fall haben wir jetzt nicht gemacht. Können wir ja machen, wenn wir wieder in die Baker Street zur Analyse oder so müssen. Müssen wir wahrscheinlich eh nochmal. Genau, das können wir dann nochmal machen. Ich bin mal gespannt, ob der Fall länger geht. Zum Beispiel unser Fall hier mit der Therme ging ja doch schon etwas länger, ne? Und der hier, der letzte jetzt, der ging relativ fix, wenn man das mal sagen kann. Ja, aber ich wusste auf jeden Fall, dass die Olle gelungen hat. Da bin ich ja sehr stolz drauf, ne, dass ich das durchschaut habe. Ich habe die Lügen einfach durchschaut. Ich bin einfach phänomenal, ja. Richtig. So. Kennt sich der Holmes eigentlich mit Pflanzen aus? Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Da ist, glaube ich, Watson auch eher so der Ansprechpartner. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, dauert wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde, bis das hier fertig geladen hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Tatort. Man weiß es nicht. Ich dachte, jetzt kommt direkt eine Sequenz. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Okay. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. Hier geht's zurück wahrscheinlich. Oh, okay.
Wollte mich zwar erst umgucken, aber gar kein Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Interessant. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something... Ups, sorry, ich muss mal einen Cut machen. So, war einfach nur, weil die Tür aufgegangen ist. Ganz gruselig. the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large green... Sorry. Ich weiß, es ist nervig. greenhouse. Of course, we understand. Alles klar. Todesort von Montague. The plants were here. All of them were stolen. What should we do next, Holmes? Vielleicht hat er auch einfach so eine giftige Pflanze oder sowas, wo der dann... Here is a Gestorben list of ist. the stolen plants. So viele sind Do gestorben. not touch. Wahrscheinlich noch so ein Danger-Schild oder so drankommen sollen. So, Achtung, giftig oder so. Obwohl dann hätten noch mehr Leute die Pflanzen wahrscheinlich klauen wollen. Ich weiß nicht, bringen so Pflanzen viel Geld? According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. What should we do next, Ups, nicht, ich Holmes? wollte eigentlich hier gucken. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Aha, guck mal, Fußspuren. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Jemand ist gestolpert. Und hier sind Fragments of a Scherben. flower pot. It fell down here. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Interessant. The Schon door was kaputt. smashed at shoulder height. Okay. This door handle is new. It was recently changed. Das ist sehr, sehr interessant. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves
and was misplaced. Ja, repariert, ne? The ensconce was breached near the handle. Also wurde die Tür The auf door was jeden Fall forced from the aufgebrochen. inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Können wir gleich sofort machen. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. So, dann schauen wir uns das mal hier alles an. Gehen wir mal hier durch. Very strange. Half of the colonial collection is absent. So. Erstens Tür aufbrechen, Topf umschmeißen, am Beckenrand stürzen. So. Dann umgeworfen und klatsch. Könnte es ja gut möglich sein, dass This das so ist. reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the colonial collection. Das können wir doch auf jeden Fall mal versuchen. Ich gucke mir eben einmal hier an. Archiv, da können wir uns dann die Pflanzen mal genauer angucken. Ist klar, dann haben wir hier schon mal eine kleine Rekonstruktion gestartet. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Okay. Hier haben wir ein bisschen was auf dem Boden. The smell is strong. It is a detergent. Okay. Ein Steinspruch, das sieht sehr merkwürdig aus. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Aber von welcher Statue ist hier die Frage natürlich. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Ja, guck, hier ist alles leer. Und hier ist noch so viel. Ist ja alles voll mit Pflanzen. These plants come from all the territories of the British Empire. British India, Singapur, Kap, Kolonie, Kap der guten Hoffnung. Ne? Können wir schon mal die ersten Sachen hier bestimmt so miteinander verbinden. So, guck mal, haben wir unsere erste Sache schon mal hier. Autopsie durchführen. Führen Sie als Offizieren Montague Dunes oder Dunns Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum schließt er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Das ist jetzt die Frage. Also, du weißt, wir haben jetzt schon hier anscheinend so einen krassen Fall. So. Ja. Finden Sie die Pflanzen. Aha. Führen Sie eine Autopsie durch. Dann müssen wir nach Scotland Yard hier. Und hier haben wir dann die Liste. Können wir sonst noch irgendwo lang gehen? Ach ja, guck mal hier eine an. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Das hatten wir, glaube ich, schon. So, hier haben wir jetzt nicht so viel. According to this, they have light and moisture control Ach so, in da some ist parts Dry of the building. Tropics. Alles klar. Anscheinend gibt es hier dann noch so verschiedene Bereiche, wa? Mal gucken, können wir denn da reingehen? Jo, guck mal, hier ist die Wüste. Let's go to Scotland Yard. Nee, noch nicht. Ich will mich erstmal umgucken hier ein bisschen. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, will ich doch auch einmal hier rumgucken, oder nicht? So ein bisschen hier Wüstenklima. Ach, guck mal, These check- flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Okay.
Das ist ja auch schon mal interessant zu wissen, was dieses Symbol ist. Guck mal, das lohnt sich auf jeden Fall hier mal überall vorbeizuschauen. Dry tropics. Wüstenhaus. Ja, Wüstenhaus. Das war wirklich Wüste, so warm wie da drin war. Das können wir nicht lesen. Können wir auch nichts machen. Fertilizer. Ein bisschen Dünger. Und jetzt sind wir wieder draußen. There is a smell of burning. Und hier brennt's. Okay. Ist ja auch Sensation. Oh, guck mal. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A broom handle was half burned. Oh Gott. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. Das ist peinlich. The remains of a picture frame. Nehmen wir das nicht mit? Nee, anscheinend nicht. Ah, guck mal, was hier unten liegt. Ein zerbrochener Topf. The symbol is not from Das Kew ist auch Gardens. nicht. Das ist aber auch wieder was anderes nochmal. A door handle? Why would anyone throw Der such a thing kaputte in the fire? Door-Handle da. The door Türgriff. handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Okay, da haben wir ja schon wieder viel jetzt erfahren. Sehr merkwürdig, würde ich mal hier behaupten, ne? So, mal schauen, ob wir noch was Sensationelles hier finden können. Oh, jetzt kann ich nicht hier rüber, jetzt muss ich außen rumgehen. Was ein Pupskack. Karte. Colonial collection. Water lily greenhouse. Waterlily. Palm house. Palmenhaus. Okay. Dry Da waren tropics. wir jetzt. Und hier sind wir Ventilation jetzt system. wahrscheinlich. Ja, you are here. Seed house. Saathaus. Nursery. Anzucht. Okay. Director's office. Cloakroom and laboratory. Alles klar. Dann können wir uns wahrscheinlich noch weiter hier umgucken. Ach, gibt's hier noch was? Was ich noch nicht gesehen habe. Reserve. Lagerraum. Jetzt dürften wir alles haben, oder? A map of Kew Gardens. Ja, jetzt haben wir alles. Gegenstand von Interesse. Aha. Guck mal, da wissen wir schon mal ein bisschen mehr als vor 2 Sekunden. Dann haben wir hier nochmal ein paar Töpfe. Hier haben A wir eine ventilation Maschine. system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Läuft aber nicht. Okay, ist auch ein Gegenstand von Interesse. A water tank. Alles klar. Ja, dann sind hier auf jeden Fall diese Belüftungsanlagen und so. Können wir so ein bisschen weiter umschauen. Die Folge ist sogar noch nicht vorbei, Leute. So, dann ist das hier Seed das House. Saathaus. Dann gehen wir doch Locked. mal. Toll. Super. Da will ich da reingehen, geht's nicht. Super. Ganz, ganz toll. So, hier können wir wahrscheinlich nichts weitermachen. Haben wir die Karte, dann was ist hier? Irgendwas. Ach, dieses Palmhaus müsste doch jetzt gleich hier sein, ne? Ich glaube, jetzt kommen wir zum Palmhaus. Oder auch nicht. Wir sind beim Eingang jetzt. Okay. Und was ist das hier? Ach, das ist Locked. Anzucht. Oh, toll. Warte. Einmal hier, Nursery. damit wir das auch haben. Super. Dann können wir vielleicht hier vorne rein. Locked. Oder auch nicht. Vielleicht können wir hier rein. Locked. Oh, schade. Büro. Gegenstand von Interesse. So, und hier haben wir jetzt was? Oh! Was ist denn jetzt? Can I help you, gentlemen? Ach, das ist doch wieder hier der Fuzzi, wa? Ja, mit dem können wir dann ja gleich mal reden. Palm. Palmenhaus. Können wir da schon mal rein? Guck mal, können wir hier auch schon mal einmal ein bisschen gucken. Ist aber cool hier, ne? Sieht cool aus.
Ja, okay, aber viele können wir hier auch nicht mehr machen. Aber einmal wenigstens hier alles erkunden. Dann können wir ja mal hier rausgehen und dann mit dem Typen in der nächsten Folge reden, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.